Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder etwas für die Plotterfreunde. Ihr habt gesehen, dass ich in meinen bisherigen Videos entweder das Bügeleisen oder die Heatpress verwendet habe, um Folien zu übertragen. Das Bügeleisen war effektiv immer extrem mühsam für mich und die Heatpress ist halt einfach groß und sperrig. Und ich habe mir immer gedacht, da müsste es doch irgendwas geben, was einfacher in der Handhabung ist. Ich habe die EasyPress von Cricut schon ein paar Mal gesehen, aber dachte mir, es ist eigentlich nur ein besseres Bügeleisen und dafür lohnt es sich nicht, das zu kaufen. Ich habe es dann irgendwann doch gemacht und das ist auch der Grund, warum ich das Video heute mache. Ich wollte euch mal den Vergleich zeigen von Bügeleisen zu Heatpress zur EasyPress. Einfach um euch da vielleicht auch eine Hilfestellung zu geben, wenn ihr selber vor der Entscheidung steht, was ihr da verwenden wollt, um eure Flexfolien zu übertragen. Vielleicht eine kleine Vorankündigung hier noch. Ich werde noch ein Video machen und zwar, wo ich euch zeige, wie ihr verschiedene Flexfolien übertragen könnt und wie das dann wirklich auch aussieht. Aber mehr dazu dann in eben diesem nächsten Video. Jetzt gucken wir uns erstmal die 3 Varianten zu übertragen an. Kommen wir zuerst zum Bügeleisen. Da vom Gewicht her, das ist jetzt nicht ein Riesengewicht, da reden wir von 1 bis 2 Kilo. Und ihr braucht da natürlich auch keinen zusätzlichen Stauraum, weil das hat jeder schon zu Hause und muss man irgendwo aufbewahren. Von dem her, wenn ich da Sternchen vergeben würde, das wären hier 3 Sterne. Von der Hitzeübertragung, und da sieht es jetzt ganz anders aus. Wir haben beim Bügeleisen ja immer auch diese Löcher für den Dampf. Und das heißt, hier überträgt es mir das Motiv nicht. Und ich habe auch Videos gesehen, wo man geguckt hat, wie gut ist die Wärmeverteilung. Und da ist es effektiv so, dass das nicht auf der ganzen Platte gleich ist, sondern es da Unterschiede gibt. Von dem her, da würde ich echt nur einen Stern verteilen, weil das ist wirklich nicht gleichmäßig. Von der Handhabung her, ihr habt es auch bei meinen Videos schon gesehen, wenn ich das Bügeleisen eingesetzt habe, das war echt extrem mühsam. Mehr so ein Try and Error, immer wieder gucken, hat es genommen, ist es gut genug, ja, nein. Nochmal versuchen, von dem her da wirklich nicht ein super Erlebnis. Und ihr habt auch keine Temperaturangaben drauf, ihr habt keinen Timer drauf. Was das Gute ist, ihr seid flexibel, das heißt, ihr habt nicht wie zum Beispiel bei der Heatpress einen Arm, der euch in den Weg kommt, sondern hier könnt ihr, wo ihr auch das immer platzieren wollt, könnt ihr das platzieren. Von dem her da schon ein bisschen besser, aber trotzdem alles in allem würde ich da maximal 1 Stern vergeben. Vom Ergebnis her, ihr habt es gesehen, eben mit diesem Try and Error, da würde ich vielleicht 2 Sterne vergeben, weil, ich finde es halt einfach nicht super. Und vom Preis her, da sieht es wieder anders aus. Ihr habt so ein Bügeleisen, ein billiges kriegt, ihr habt 30 Franken und die meisten haben das schon zu Hause, von dem her, da würde ich 3 Sterne vergeben. Das ist so mein Urteil vom Bügeleisen. Dann kommen wir zu der Heatpress und da ist das erste Kriterium von wegen Gewicht und Größe, da schneidet die echt schlecht ab. Weil ihr habt hier 15 Kilo, die ihr hin und her hieven müsst und ihr bringt das noch nicht mal ganz aufs Bild, aber dieses Teil ist echt schon auch groß, das heißt, es braucht auch Stauraum. Von dem her alles in allem 1 Stern. Hitzeübertragung, da sieht es anders aus. Durch diese Platte, die ihr habt ihr wirklich eine super gleichmäßige Hitzeverteilung und das ist wirklich, da hatte ich nie ein Thema, dass es irgendwelche Stellen nicht genommen hat. Somit hier 3 Sterne. Bei der Handhabung ist es so, dass das Aufwärmen dauert schon eine Weile, also so irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten, bis das Ding wirklich die Hitze erreicht hat. Das Gute ist, ihr habt hier einen Display, wo ihr die Hitze einstellen könnt und auch den Timer einstellen könnt. Und das Ganze meldet euch auch mit einem Piepston, wenn ihr dann zum Beispiel einen Timer auf 30 Sekunden eingestellt habt und die 30 Sekunden durch sind, meldet er sich mit einem Piepston, von dem her wunderbar. Und ihr habt hier auch ein Rad, mit dem ihr die
Pressstärke einstellen könnt. Das zur Handhabung. Das Negative am Ganze, ihr habt hier hinten einen Arm, wo die ganze Platte dranhängt quasi. Und da seid ihr halt einfach vom Platz eingeschränkt. Also ich habe bei großen Hoodies immer so ein Thema, dass ich irgendwie gucken muss, dass ich das reinkriege oder auf die Platte kriege und dass hinten beim Arm genug Platz hat. Das ist eine. Das andere Thema ist, weil ich mit dem Element quasi unter diese Platte gehe und die nur bis zu einem bestimmten Winkel sich hebt, habe ich persönlich immer so ein bisschen Angst, dass ich mit dem Handrücken irgendwo an diese Platte drankomme, weil die wird richtig, richtig heiß. Und ja, da ist immer so sehr, sehr viel Vorsicht geboten. Von dem her, insgesamt von der Handhabung her, würde ich da 2 Sterne vergeben. Vom Ergebnis her, wie gesagt, durch diese gleichmäßige Hitzeverteilung und doch auch große Fläche habe ich hier ein absolut super Ergebnis. Da hatte ich nie irgendein Thema mit. Von dem her Ergebnis wirklich, da kriegt das Ding auf jeden Fall 3 Sterne. Von den Kosten her, da ist es halt einfach, dadurch, dass es massiv ist und sehr robust ist, kostet das Ganze halt auch was. Und das sind, ich habe jetzt einen aktuellen Preis, sind wir bei 390 Schweizer Franken. Und von dem her, jetzt im Vergleich von den 3 Teilen ist es 1 Stern. Das ist die Beurteilung von der Heat Press und ich habe hier die Happy Fabric Happy Press 3, die ich euch hier zeige. Jetzt kommen wir zum dritten Element und der Grund eigentlich, warum ich dieses Video überhaupt gemacht habe, ist die Cricut Easy Press. Da das erste Thema Gewicht, Größe. Es gibt verschiedene Größen. Das hier ist die 6 Inch mal 7 Inch oder 15,2 cm mal 17,8 cm. Es gibt eine größere, die ist 9 Inch mal 9 Inch, das heißt 22,5 cm mal 22,5 cm. Dann gibt es noch eine dritte Größe, die ist 12 Inch mal 10 Inch und das heißt 30,5 cm mal 25,4 cm. Von dem her variiert auch das Gewicht natürlich je nach der Größe, die ihr da wählt. In der Regel, ich würde sagen, das sind so 2,5 Kilo, die ihr hier habt, also wirklich leicht. Und naja, je nach Größe, die ihr eben habt, braucht ihr da auch Stauraum, um die zu verstauen. Alles in allem trotzdem hier 3 Sterne. Hitzeübertragung. Dadurch, dass ihr hier eine komplett glatte Oberfläche habt und die Hitzeverteilung hier wirklich perfekt ist, gebe ich dem hier 3 Sterne, weil ich habe das jetzt schon ein paar Mal getestet und es ist wirklich absolut Hammer, wie die Hitzeverteilung ist. Dann Handhabung. Aufgewärmt ist das Ding in, sagen wir, 1 bis 2 Minuten, wirklich super schnell hat das die Temperatur erreicht. Ich habe hier einen On-Button, ich kann die Temperatur digital einstellen, ich kann die Zeit digital einstellen. Mit diesem Icon hier, wenn das grün leuchtet, also orange bedeutet, das ist noch am Aufwärmen und grün bedeutet, ich kann loslegen. Ich presse den Knopf dann, wenn ich das auf dem Element drauf habe und dann fängt ein Timer rückwärts an zu zählen und das gibt mir dann auch einen Piepston, wenn es durch ist. Von dem her super. Und was ich hier auch habe, ich habe so eine Unterlage und wenn ich das Gerät nicht verwende, kann ich das einfach hier reinstellen im heißen Zustand und habe da absolut kein Thema damit, dass ich irgendwo Gefahr laufe, dass mir hier irgendwas anbrennt. Dazu gibt es diese Hitzematte, weil Cricut empfiehlt hier effektiv nicht das Ganze auf dem geposteten Bügelbrett zu machen, sondern entweder mit der Matte oder dass ihr ein Frottiertuch nehmt und das zusammenlegt und das Ganze da drauf macht. Von dem her auch das wäre dann eine zusätzliche Investition, die gibt es auch in verschiedenen Größen, aber hier einfach, damit ihr die Handhabung so ein bisschen seht. Insgesamt würde ich dem 3 Sterne geben, weil ich kann das wirklich hervornehmen, kurz einen Strom anschließen, einschalten und es ist wirklich schnell und ein super Ergebnis damit. Somit auch das Ergebnis, das ist wirklich einwandfrei, ich hatte da nie ein Thema mit und somit kriegt es auch vom Ergebnis her 3 Sterne. Der Preis, eben dadurch, dass es 3 verschiedene Größen gibt,
sage ich euch mal die Größen, also die 6x7 Inch, die habe ich gerade gefunden bei 170 Franken und das ist diese hier. Dann die 9x9 Inch, die habe ich für 230 Franken gefunden und die 12x10 Inch, die habe ich für 290 Franken gefunden. Die Matte hier, dadurch, dass auch da es verschiedene Größen gibt, diejenige, die jetzt passend ist zu dem Gerät, die habe ich für 25 Franken gekauft und das geht dann hoch bis 65 Franken, eben abhängig von der Größe. Das ist das Gerät und damit ihr jetzt seht, wie das auch in der Anwendung ist, weil bei der Heatpress und beim Bügeleisen habe ich ja schon ein Video dazu gemacht. Hier noch nicht und das werde ich jetzt gleich machen, damit ihr seht, wie das Ganze dann auch in Aktion aussieht. Ich habe das Gerät an den Strom angeschlossen und hier könnt ihr das anschalten und dann könnt ihr die Temperatur einstellen mit diesem Button. Wenn ihr jetzt im Moment wird es in Celsius angezeigt, wenn ihr das in Fahrenheit wollt, dann bleibt ihr einfach hier drauf. Und dann wechselt es auf Fahrenheit oder eben wieder umstellen, draufbleiben, bis Celsius angezeigt wird und dann habe ich die Celsius. Jetzt drücke ich da drauf, um die Temperatur einzustellen. Mein Anbieter sagt, mit der Folie, die ich verwende, mit der Flexfolie sind 150 Grad. Ihr könnt es entweder bestätigen mit diesem Knopf oder wenn ihr nichts macht und der aufhört zu blinken, hat er die Temperatur übernommen. Und ihr seht, der fängt jetzt auch schon an sich aufzuwärmen und zeigt euch die Temperatur jeweils an. Das nächste Thema ist die Zeit. Meine Folie braucht 30 Sekunden. Dann kann ich einfach mit diesen Plus- und Minuszeichen hoch runter gehen. Auch wieder, wenn ich nichts mache, hört es dann auf zu blinken und hat die Sekunden übernommen. Und da seht ihr, dadurch, dass dieser Knopf orange ist, dass im Moment die Hitze noch nicht erreicht ist. Der wechselt dann, sobald es das Thema ist oder sobald die Hitze erreicht ist, wechselt der auf grün. Und ihr seht, ihr habt ein bisschen gequatscht und jetzt ist er schon bereit. Ich schiebe das jetzt ganz kurz ein bisschen beiseite. Und wie gesagt, entweder ihr kauft euch so eine Matte oder ihr nehmt ein Frottiertuch und faltet es zusammen und nehmt das als Unterlage und dann legt ihr den Stoff, wo ihr die Folie drauf übertragen wollt, einfach hier drauf und die Matte drunter. Jetzt ist hier die Folie schon drauf, die muss ich jetzt wieder runternehmen, weil was ihr als erstes macht, ist diese Matte erhitzen. 5 Sekunden, ich mache dann den Timer nicht an, sondern ziehe das kurz selber runter. So, dann ist es warm. Jetzt kann ich die Folie platzieren. Und jetzt kann ich ganz einfach mit dem Teil drauf und hier das Symbol klicken, ein kleines bisschen Druck drauf geben. Und dann zieht der von alleine runter. Und ihr habt gehört, er hat mir einen Piepston gegeben, von wegen die Zeit ist abgelaufen. Jetzt drehen wir das Ganze um. Natürlich so, dass ihr spürt ja dann, wo die Folie ist und dass das dann auf der Matte drauf ist. Jetzt geht ihr von hinten nochmal 30 Sekunden drauf. Das heißt, ich stelle hier einfach den Timer wieder, gucke, wann es die 15 Sekunden erreicht hat und sage dann okay. Und jetzt sind wir mit der Maschine eigentlich fertig. Wenn ihr noch was sonst machen wollt, dann könnt ihr natürlich die laufen lassen. Ich stelle die jetzt ab, damit die abkühlen kann. Jetzt können wir das Design oder das Shirt umdrehen und bei den Materialien müsst ihr ein bisschen immer gucken bei eurem Hersteller, was der sagt, ob das ein Kalt- oder Warmabziehen ist. Bei mir da spielt es keine Rolle. Ich habe gemerkt bei der Flexfolie, dass es einfacher geht, wenn ich die warm abziehe. Das heißt, einfach hier abziehen und schon habt ihr das Element auf dem Stoff drauf. Und ihr seht es jeweils auch, wenn im Element drin sich das Material so ein bisschen oder die Struktur des Materials so ein bisschen abzeichnet, dann heißt es eigentlich, dass es wunderbar übertragen hat.
Und so schnell habt ihr ein Design auf ein T-Shirt übertragen. Wenn ihr jetzt merkt, so, ich habe das Gefühl, das ist nicht überall so, dann könnt ihr wunderbar die Heatpress einfach nochmal einschalten oder wenn sie noch läuft, nebenbei, da einfach kurz warten, bis die Temperatur erreicht ist. Und dann könnt ihr entweder, ihr legt einfach wieder diese Folie drauf oder ihr nehmt ein Stück Backpapier, macht das kurz so. Einfach nicht mit der Heatpress auf die ungeschützte Folie drauf oder Flexfolie drauf. Das wäre nicht gut. Aber geh jetzt einfach hier hin und geh nochmal 30 Sekunden drauf. Bei mir war es jetzt so, dass das Element nicht größer ist als die Fläche. Wenn ihr ein Element habt, was größer ist als diese Fläche, dann macht ihr das einfach auf einer Stelle, verschiebt dann die Cricut und geht dann auf die nächste Stelle und deckt so quasi das Element ab, immer eben in diesen 30 Sekunden. So. Und so schnell habt ihr das mit der Cricut gemacht. Und vielleicht seht ihr jetzt auch, warum ich so Fan bin von diesem Gerät, weil Ergebnis ist super, Handhabung ist super einfach. Aber gucken wir jetzt uns die Übersicht an, wie die drei Geräte im Vergleich zueinander abschneiden. Beim Bügeleisen, da hatte ich von Gewicht und Größe 3 Sterne, die Hitzeübertragung 1 Stern, die Handhabung 1 Stern, Ergebnis 2 Sterne und Preis 3 Sterne. Das ist die Gesamtsicht vom Bügeleisen. Dann bei der Happy Press, da habe ich Gewicht und Größe 1 Stern gemacht, die Hitzeübertragung 3 Sterne, die Handhabung 2 Sterne, das Ergebnis super 3 Sterne und der Preis halt einfach 1 Stern. Bei der Easy Press, die ich euch jetzt zuletzt gezeigt habe, da habe ich Gewicht und Größe 3 Sterne, ich habe die Hitzeübertragung auch 3 Sterne, ich habe die Handhabung 3 Sterne, das Ergebnis 3 Sterne und der Preis ist halt 2 Sterne. Und da seht ihr jetzt auch von dem Vergleich her, dass ich doch schon ein Fan bin von dieser Cricut Easy Press. Das sind meine Kriterien, ne? Ich habe mir das so angeguckt nach den Kriterien, die für mich wichtig sind. Und deshalb müsst ihr das halt einfach für euch auch überlegen, was ist euch wichtig, für was wollt ihr das ganze Gerät einsetzen und so dann einen entsprechenden Entscheid treffen. Aber ich hoffe, dass mein Vergleich, den ich euch hier jetzt gezeigt habe, bei der Entscheidungsfindung hilft. Und ja, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos waren hilfreich für euch. Wenn das der Fall war, dann drückt gerne auch den Like-Button unten. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch natürlich auch unten verlinken. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!